Du würdest gerne wissen, wie man lange lebt. Du hast vielleicht schon viel über Gesundheitstipps gelesen, aber das sind irgendwie nur Kleinigkeiten, die wirklich nicht einen großen Sprung in deiner Lebensdauer machen. Es gibt einen einfachen Trick, der dir mehr hilft als alles, was du bisher gelesen hast. Ich habe leider junge Leute viel zu früh krank werden und sterben sehen müssen, weil sie diesen einen Trick nicht kannten. Und ich habe es auch selber erlebt. Ich hatte viel zu früh einen zu hohen Blutdruck und als ich diesen einen Trick gemacht habe, war er sofort normal. Aber bevor wir zum Thema kommen, stell sicher, dass du den Kanal schon abonniert hast, um nichts zu verpassen. Den Trick zum langen Leben erfahrt ihr jetzt. Ist es nicht auch dein Traum, so richtig alt zu werden? Nein, nicht so alt. Nicht alt, sondern alt. Ach, egal. Es gibt so viele Ratgeber zum Thema lange Leben und definitiv gibt es ein paar Standardrezepte, zum Beispiel sich gesund ernähren oder Sport machen oder wenig Stress haben, die helfen. All diese Dinge sind wichtig und sollten unbedingt gemacht werden. Dazu kannst du auch gerne meinen Kanal abonnieren, weil ich dazu auch viele Tipps gebe. Zum Beispiel ein Video, wie du Krebs vermeiden kannst. Kannst du hier draufklicken. Aber trotzdem gibt es diesen einen entscheidenden Tipp, der mehr als alles andere entscheidet, wie lange ihr auf der Erde lebt. Mittlerweile dringt es auch in der Schulmedizin immer mehr durch, dass die allermeisten Krankheiten psychischen Ursprungs sind. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 90% aller Krankheiten von der Psyche kommen. Das heißt, negative Gedanken, die bei euch Stress erzeugen, machen euch krank. Die besten Vorträge zu diesem Thema findet ihr von einem gewissen Horst Müller auch hier auf YouTube. Natürlich gibt es auch guten Stress, der euch dazu motiviert, gute Leistungen zu bringen. Aber es gibt viel negativen Stress und dieser kommt vor allen anderen Dingen von den Beziehungen zu anderen Menschen. Wir Menschen sind keine komplett isolierten Personen, sondern wir sind Teil eines riesigen Netzwerks und beeinflussen uns alle gegenseitig. Und die zwei Menschen, die dein Leben am allermeisten beeinflussen, sind deine Eltern. Vor einiger Zeit ist mir was Unglaubliches passiert. Und zwar hatte ich lange einen hohen Blutdruck, viel zu hoch für mein Alter, bis ich dann ein Telefonat hatte. Und da habe ich mit einem Doktor telefoniert und ich habe ihm so meine Geschichte erklärt und dass es ein Problem gab mit meinem Vater und dass ich irgendwie der Meinung bin, dass er seine Pflicht verletzt hätte. Und er hat mich gefragt, haben deine Eltern eine Pflicht gegenüber dir? Und ich habe gesagt, ja klar, die Eltern haben eine Pflicht gegenüber, mich gescheit zu erziehen. Und er hat gesagt, nein, das ist nicht richtig. Deine Eltern haben keine Pflicht gegenüber dir. Deine Eltern haben eine Pflicht gegenüber Gott, dass sie ein guter Vater, eine gute Mutter sind und die Kinder gut erziehen, aber nicht gegenüber dir. Und als ich es gehört habe, ist mir wie ein Stress plötzlich vom Herzen gefallen. Er hat erzählt, es geht allen so, denen er das erzählt. Es ist so, dass die 10 Gebote sagen, dass wir Vater und Mutter ehren, also dass wir sie über uns stellen. Aber wenn wir sagen, du hast eine Pflicht gegenüber mir verletzt und du hattest die Pflicht, dann stellen wir uns über unsere Eltern und das erzeugt einen Stress in uns, der uns krank macht. Dabei ist es doch viel schöner, nicht im Nachhinein zu sagen, ja, du hast mich zwar ganz gut erzogen, aber das und das war falsch und das war falsch, sondern die falschen Dinge von deiner Perspektive als Kind aus wegzulassen und sagen, wow, danke, dass du das getan hast und dass du hier das getan hast. Weil kein Elternteil ist perfekt. Menschen sind nicht perfekt, wir machen Fehler. Und auch wenn du selber mal Kind hast, wirst du auch Fehler machen. Und du willst auch nicht, dass deine Kinder dich anklagen. Deswegen sollten wir unseren Kindern gegenüber den Respekt haben und sagen, nein, du hast keine Pflicht verletzt, sondern danke für alles, was du gemacht hast. Der Gedanke war total neu für mich. Und ich habe diesen Gedanken akzeptiert und verarbeitet. Ich habe 2 Tage später den Blutdruck gemessen und er war total perfekt. Und er ist immer noch jetzt seit 4 Monaten sehr gut. Es ist unglaublich, was für einen Einfluss deine Gedanken haben. Dabei hätte ich es eigentlich besser wissen sollen. Und zwar steht schon in den 10 Geboten, und zwar im ersten Gebot, das um zwischenmenschliche Beziehungen geht, im 5. Gebot. Ehre Vater und Mutter, auf dass du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Dass du lange lebst, so einfach. Das ist der wichtigste Tipp für langes Leben. Aber nicht nur lange leben. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Dass wir lange leben und dazu noch gut. Ja, wir sollten nicht denken, dass unsere Eltern irgendeine Pflicht verletzt haben, sondern wir sollten ihnen dankbar sein und sie ehren. Dann werden wir lange leben. Ja, als Hobbygärtner beschäftige ich mich oft mit Pflanzen. Und Pflanzen sterben, wenn sie keine guten Wurzeln haben. Und die größten Wurzeln in deinem Leben, wie bei den größten Wurzeln, sind die Verbindung zu deinen Eltern. Wenn du die kappst, dann siehst du echt alt aus. Dabei ist es gar nicht so entscheidend, ob deine Eltern noch leben oder ob sie schon tot sind, sondern wichtig ist deine innere Einstellung. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen da. Und wenn ihr noch mehr Tipps wollt für ein langes und gesundes und auch erfolgreiches Leben, dann abonniert bitte diesen Kanal. Danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.